Das vom Meer verschlungene Königreich, die Legende von Kotum-Kulam. Prolog, das Lied des ungeschriebenen Königreichs. An der Malabarküste im Südwesten Indiens. Im Bundesstaat Kerala. Zwischen dem heutigen Kollam und Karunakappally liegt ein kleiner Hafenort namens Chavara. Seit Jahrhunderten ist dies ein Zentrum des Gewürzhandels. Ein Ort, an dem Händler aus dem Persischen Golf, aus Arabien und China ein- und ausgingen. Doch wenn man entlang dieser Küste wandert, hört man von den Einheimischen eine Legende, die sie seit Generationen weitererzählen. Vor langer, langer Zeit, so heißt es, habe sich dort draußen auf dem Meer ein gewaltiges Königreich befunden. Es nannte sich Kotam-Kulam und war stets erfüllt vom geschäftigen Treiben der Händler aus aller Welt. Doch eines Tages erhob sich das Meer plötzlich und verschlang das gesamte Königreich. Und die heutige Küstenlinie, so sagen sie, sei die letzte Spur, die dieses Königreich hinterlassen habe. Doch die archäologischen Beweise sind bruchstückhaft. Manche sagen, es sei nur eine Legende. Andere behaupten, ein Tsunami oder tektonische Verschiebungen hätten die Stadt im Meer versinken lassen. Und wieder andere glauben, dass das Königreich wirklich existierte und dass das Meer eines Tages sein Geheimnis preisgeben wird. Diese Geschichte handelt von den letzten Tagen dieses Königreiches Kotam-Kulam, von der Tochter eines Händlers, von der Qual eines Königs und von der Erinnerung an eine glanzvolle Zivilisation, die das Meer verschlang. Erster Teil, 1390, auf dem Gewürzweg. Erster der Morgen im Hafen von Chavara. März 1390, die Malabarküste. Noch vor Sonnenaufgang war der Hafen von Chavara bereits erfüllt vom Lärm der Menschen. Hunderte von Schiffen lagen vor Anker. Die Sprachen der Welt vermischten sich zu einem Klangteppich, der eine kleine Welt für sich bildete. Arabisch, Persisch, Chinesisch und die einheimische Sprache Malayalam existierten hier friedlich nebeneinander. Im Zentrum dieses Treibens stand ein 16-jähriges Mädchen namens Natascha. Sie war die einzige Tochter von Ravi Verma, dem bedeutendsten Händler dieses Hafens. Ihr Vater hatte durch den Export von Pfeffer, Ingwer und Kardamom nach Arabien und China ein enormes Vermögen angehäuft. Natascha, heute legen wieder 3 Schiffe an. Du kümmerst dich um die Frachtlisten. Auf die Stimme ihres Vaters hin nickte Natascha. Schon früh hatte sie von ihm gelernt, das Handelsgeschäft zu führen. Sie sprach fließend Persisch und Arabisch und verstand es, Handelsdokumente zu lesen und zu verfassen. Für eine Frau jener Zeit eine Seltenheit. Als sie nach Norden blickte, sah sie etwas Seltsames am Horizont. Sie kniff die Augen zusammen. Was ist das dort? Dieses rötliche Licht? Doch niemand beachtete ihre Frage. Der rötliche Schimmer an jenem Morgen wurde als bloße Naturerscheinung abgetan. Zweiter das Königreich Kotam-Kulam. Das Königreich Kotam-Kulam lag etwa 10 Kilometer nördlich von Chavara an der Küste. Nach heutigen Maßstäben befand es sich irgendwo zwischen Karunakappally und Chavara. An einer Stelle, die heute vom Meer bedeckt ist. Das Königreich war in 3 Bezirke unterteilt. Im innersten Bezirk standen der Königspalast und die Herrenhäuser der Adligen. Der nächste Bezirk beherbergte die Wohnviertel der Händler und Handwerker. Und entlang der Küste erstreckte sich der Hafenbezirk mit Hunderten von Lagerhäusern und Geschäften. Im Zentrum des Königreiches erhob sich der Kotam-Kulangara-Tempel.
Um diesen Tempel rankte sich eine geheimnisvolle Legende. Vor langer Zeit, so erzählt man sich, war diese Gegend ein dichter Wald, in dem sich ein kleiner Teich namens Butakulam befand. Eines Tages kletterten Hirtenjungen auf Palmen, um Kokosnüsse zu pflücken. Sie ließen die Nüsse auf einen Stein fallen. Und aus dem Stein begann Blut zu fließen. Die Weisen des Dorfes erkannten, dass dieser Stein von göttlicher Kraft erfüllt war. Und an jener Stelle errichteten sie einen Tempel. Der Stein wird noch heute im Allerheiligsten verehrt. Und der Legende nach wächst er mit den Jahren. Der König war zugleich der Hüter dieses Tempels. Jeden Morgen in der Dämmerung ging er zum Tempel, um zu beten und für den Wohlstand und Frieden seines Königreiches zu bitten. Zweiter Teil, die Zeichen der Warnung. Erster seltsame Strömungen. Im April 1390 begannen die Menschen in Chavara seltsame Erscheinungen zu beobachten. Fischer, die vom Fischfang zurückkehrten, berichteten: Das Wasser hat sich weiter zurückgezogen als sonst. Felsen sind freigelegt, die man sonst nie sieht. Ein anderer Fischer sagte: Die Fische schwimmen wie verrückt aufs offene Meer hinaus, als würden sie vor etwas fliehen. Nataschas Vater Ravi hörte diese Geschichten mit Verwunderung. In all den Jahrzehnten, die er auf diesem Meer handelte, hatte er so etwas noch nie erlebt. Eine besonders starke Gezeitenphase? Doch die erfahrenen Alten schüttelten den Kopf. Nein. Das ist anders als sonst. Zweiter die Prophezeiung des Tempels. Zur gleichen Zeit geschah im Kotankulangara-Tempel etwas Seltsames. Der Priester Shivasankar verrichtete wie jeden Morgen seine Gebete vor dem heiligen Stein im Tempel. Doch an jenem Morgen spürte er eine ungewohnte Hitze, die von dem Stein ausging. Er trat aus dem Tempel und blickte aufs Meer hinaus. Der Horizont war verschwommen, wie von einem dunstigen Schleier bedeckt. Als hätte sich ein gewaltiger Nebel über das Meer gelegt. Er eilte zum König. Majestät, ein schlechtes Omen. Der Stein im Tempel glüht. Das ist eine Warnung der Göttin. Der König hörte ihm zu. Wovor warnt sie? Das Meer bewegt sich. Es strömt in eine andere Richtung als sonst. Der König blickte aus dem Fenster aufs Meer. Tatsächlich, die Richtung der Wellen war anders als gewöhnlich. Zugleich hörte er ein seltsames Geräusch aus der Ferne. Ein dumpfes Grollen, als käme es aus den Tiefen der Erde. Dritter der rote Abendhimmel. An jenem Abend war der Himmel ungewöhnlich rot. Es sah aus, als hätte sich das Firmament mit Blut gefärbt. Die Menschen verrichteten wie gewohnt ihre Abendgebete und gingen zu Bett. Doch Natascha konnte nicht schlafen. Ihr kam der rötliche Schimmer in den Sinn, den sie am Morgen am Horizont gesehen hatte. Eine unbestimmte Vorahnung erfasste sie. Sie öffnete das Fenster und blickte aufs Meer hinaus. Im Mondlicht glitzerte es silbern und friedlich. Doch etwas war seltsam. Keine Wellen waren zu hören. Es war so still, als hielte das Meer den Atem an. Dritter Teil, die Nacht, in der das Meer verschlang. Die erste Welle. Mitten in der Nacht begann plötzlich die Erde zu beben. Der König fuhr aus dem Schlaf hoch. Die Wände des Palastes barsten. Die Säulen zitterten. Er stürzte ins Freie. Was er sah, war entsetzlich. Das Meer drang weit über die gewohnte Küstenlinie herein. Eine gewaltige Welle türmte sich aus der Dunkelheit auf und begann, die Lagerhäuser und Geschäfte am Hafen zu verschlingen. Ein Erdbeben. Ein Tsunami. Die Menschen rannten wie besessen.
Zu den höher gelegenen Gebieten. Zweiter die Flucht zum Tempel. Natascha ergriff die Hand ihres Vaters und rannte den Hügel hinauf. Hinter ihnen stürzten Häuser ein. Die Schreie der Menschen rissen nicht ab. Vater, schnell! Sie blickte sich um. Der Hafen, den sie so gut kannte, war bereits verschwunden. Das Meer drang immer weiter vor und verschlang alles. Sie flohen zum Kotankulangara-Tempel. Dort hatten sich bereits Hunderte von Menschen versammelt. Der Priester Shivasankar betete vor dem Tempel. Göttin, rette uns! Doch das Meer hielt nicht inne. Eine zweite, eine dritte Welle rollte heran. Nun bedrohte sie sogar den Tempel. Dritter die Wahl des Königs. Der König stand vor dem Tempel und blickte hinaus. Die Hälfte seines Königreiches war bereits im Meer versunken. Es blieb keine Zeit mehr. Er kniete vor dem Tempel nieder. Göttin, rette dieses Volk. Wenn dieser Ort heilig ist, dann beschütze ihn vor den Wellen. In diesem Augenblick geschah ein Wunder. Die Wellen hielten direkt vor dem Tempel inne. Als hielte sie eine unsichtbare Mauer zurück. Drang das Meer nicht weiter vor. Die Menschen schrien auf vor Erleichterung. Doch ihre Freude währte nur kurz. Das Königreich war bereits verschwunden. Vierter der Morgen. Als am nächsten Morgen die Sonne aufging, bot sich den Menschen ein Bild des Schreckens. Vom Königreich war nichts mehr zu sehen. Das Meer hatte sich beruhigt. Doch unter seinen Wellen ruhte nun eine Stadt, die einst in voller Blüte gestanden hatte. Der Tempel hatte auf wundersame Weise überlebt. Das Wasser war bis unmittelbar vor seinen Mauern vorgedrungen. Doch kein einziger Tropfen war in das Tempelinnere eingedrungen. Die Überlebenden versammelten sich vor dem Tempel und weinten. Sie weinten um ihre verlorenen Familien, um ihr versunkenes Königreich. Und sie dankten der Göttin für das Wunder, das sie gerettet hatte. Der Priester Shivasankar sprach: Die Göttin hat diesen Ort beschützt. Von nun an werden wir ihn für immer als heilige Stätte verehren. Und jedes Jahr werden wir ein Fest feiern. Zur Erinnerung an dieses Wunder. Vierter Teil, das Königreich, das zur Legende wurde. Erster das Wunder des Kotankulangara-Tempels. Von jenem Tag an erhielt der Kotankulangara-Tempel eine besondere Bedeutung. Die Menschen glaubten, dass die Göttin den Tempel vor dem Tsunami beschützt hatte. Und zur Erinnerung an dieses Wunder begannen sie, jährlich ein Fest zu feiern. Das Besondere an diesem Fest war, dass die Männer in Frauenkleidung die Zeremonie vollzogen. Es erinnerte an jene Nacht, als der König und die Männer in Frauenkleidern zum Tempel geflohen waren, um zur Göttin zu beten. Diese Zeremonie nannte sich Shamaya Vilaku, das Fest der Verkleidung. Männer in prächtigen traditionellen Frauenkleidern zogen mit Öllampen in den Händen tief in der Nacht um den Tempel. Bis heute findet dieses Fest jedes Jahr zwischen März und April statt. Tausende von Männern in Frauenkleidern strömen dann zum Tempel, um der Göttin für erhörte Gebete zu danken. Zweiter das vergessene Königreich und die Spuren, die blieben. Das Königreich Kotam-Kulam verschwand. Aber seine Spuren blieben hier und da erhalten. An der Küste von Chavara werden nach Stürmen manchmal seltsame Fundstücke angespült. Alte Münzen, zerbrochene Keramik, steinerne Statuen. Die Einheimischen nennen sie die Geschenke des Königreiches, die das Meer ausspuckt. Manche Legenden besagen, dass man an ruhigen Tagen die Ruinen des Königreiches unter Wasser sehen könne. Taucher berichten von Mauern und Säulen aus Stein,
die sie in der Tiefe gesichtet haben. Auch gibt es in dieser Region einige Tempel, die zwischen Meer und Land liegen, und von denen man sagt, sie seien einst Teile des Königreiches gewesen. Einer davon ist der Katil Bhagavati Tempel. Obwohl er nur 10 Meter vom Meer entfernt liegt, soll er beim Tsunami von 2004 auf wundersame Weise verschont geblieben sein. In seinem Bezirk gibt es Brunnen mit Süßwasser, direkt neben dem Meer. Die Einheimischen halten dies für ein weiteres Geheimnis der Göttin. Dritter archäologischer Rätsel. Doch Archäologen melden Zweifel an. Es fehlen eindeutige Beweise für die Existenz des Königreiches Kotham Kulam. Manche Wissenschaftler argumentieren, dass die Legende durchaus auf historischen Ereignissen beruhen könnte. Die Küste Keralas ist geologisch instabil und wurde in der Vergangenheit mehrfach von Tsunamis und tektonischen Verschiebungen heimgesucht. Der Indische Ozean-Tsunami von 2004 ist ein Beispiel dafür. Auch gibt es Aufzeichnungen über eine große Flut im Jahr 1341, die den Hafen von Kodungallur zerstörte. Vielleicht ereilte Kotham Kulam ein ähnliches Schicksal. Andere Gelehrte hingegen halten die Geschichte schlicht für eine Legende. Der Name Kotham Kulam könnte von einem Ortsnamen abgeleitet sein. Der Teich mit Kokosplantagen bedeutet für die Existenz eines Königreiches gäbe es keine ausreichenden Belege. 5. Teil: Die Macht der Erinnerung, wenn Legende Geschichte wird. Erster von Mund zu Mund überliefert. Die Geschichte vom Königreich Kotham Kulam wurde über Jahrhunderte von Mund zu Mund weitergegeben. Großmütter erzählten sie ihren Enkeltöchtern, Mütter ihren Söhnen. Vor langer, langer Zeit lag dort draußen auf dem Meer ein wunderschönes Königreich. Es hatte einen Tempel aus purem Gold und war stets erfüllt vom Treiben der Händler aus aller Welt. Doch eines Tages erzürnte sich das Meer und verschlang das ganze Königreich. Aber keine Sorge. Eines Tages wird das Meer sein Geheimnis wieder preisgeben. Diese Geschichte war mehr als ein bloßes Märchen. Sie war die Sehnsucht nach einer verlorenen Identität. Die Erinnerung an vergangenen Glanz. Und diese Erinnerung ließ die Menschen jedes Jahr ein Fest feiern, Zeremonien abhalten und der Göttin danken. Zweiter, wenn alte DNA und Legende sich treffen. Mit dem Beginn der 2020er Jahre begann die Wissenschaft, neues Licht auf diese Legende zu werfen. Fortschritte in der Analyse alter DNA ermöglichten es, das Alter von Fundstücken aus dem Meer zu bestimmen. Scherben von Keramik, die an der Küste von Chavara gefunden wurden, konnten auf das 14. Jahrhundert datiert werden. Genau in die Zeit, in der Legende nach das Königreich Kotham Kulam geblüht haben soll. Auch ergaben Unterwasseruntersuchungen, dass etwa 2 Kilometer vor der Küste Strukturen zu finden sind, die wie künstliche Anlagen aussehen. Meeresarchäologen der Universität Kerala sagen, die Hinweise, die wir gefunden haben, deuten darauf hin, dass die Legende mehr sein könnte als bloßer Mythos. Möglicherweise spiegelt sie tatsächliche historische Ereignisse wider. Weitere Untersuchungen sind nötig. Aber Kotham Kulam könnte ein klassisches Beispiel einer versunkenen Stadt werden. Dritter, das heutige Kotham-Kulangara. Heute ist der Kotham-Kulangara-Tempel immer noch ein Wallfahrtsort, den jährlich Tausende von Pilgern besuchen. Zum Chamaya-Vilaku-Fest im März-April strömen Menschen aus ganz Indien herbei. Das Allerheiligste des Tempels hat kein Dach.
Es erinnert an jene Nacht, in der die Menschen ohne Bedeckung direkt zur Göttin hinauf beteten. Der heilige Stein, aus dem der Legende nach Blut floss, wird noch immer verehrt. Und die Gläubigen beten zu ihm und wünschen sich etwas. Am Tempeleingang wird jedes Jahr eine temporäre Struktur namens Kurutola Panthal errichtet. Sie erinnert an den ersten provisorischen Tempel, den die Hirtenjungen in jener Nacht erbauten. Unter einem Benianbaum gelegen, hält sie das Wunder von vor Jahrhunderten wach. Und während des Festes ziehen Tausende von Männern in traditioneller Frauenkleidung mit Öllampen um den Tempel. Jeder von ihnen dankt der Göttin auf seine Weise für ein erhörtes Gebet. Epilog: Das Lied, das das Meer flüstert. Wenn man heute an der Küste von Chavara steht und aufs Meer hinausblickt, scheinen die Wellen etwas zu flüstern. Manchmal, nach einem Sturm, werden alte Münzen oder Tonscherben an den Strand gespült. Die Einheimischen nennen sie die alten Dinge, die das Meer ausspuckt, und geben sie behutsam dem Meer zurück. Was das Meer gegeben hat, soll dem Meer zurückgegeben werden, ist ihr Glaube. Es ist auch ein Zeichen des Respekts für das Königreich, das dort unten in den Wellen ruht. Die Alten sagen: Dort unten, unter dem Meer, liegt das Königreich unserer Vorfahren. Eines Tages wird das Meer sein Geheimnis preisgeben. Bis zu jenem Tag werden wir uns erinnern, beten und Feste feiern. Die Nachkommen von Natascha leben noch immer dort. Sie sind keine Händler mehr. Aber sie leben immer noch am Meer und blicken auf seine Weite. Und jedes Jahr zur Festzeit gehen sie zum Tempel und danken der Göttin. Das Königreich Kotam Kulam ist verschwunden. Aber seine Erinnerung ist nicht verschwunden. Die Legende wird von Mund zu Mund weitergegeben. Von Mutter zu Tochter. Von Großvater zu Enkel. Und diese Legende hat die Kraft, Menschen zu verbinden und ihre Identität zu bewahren. So sehr die Wissenschaft auch fortschreitet, so präzise die DNA-Analyse auch wird, sie kann die Macht der Legende nicht ersetzen. Eine Legende ist nicht bloß eine Geschichte. Sie ist das Gedächtnis eines Volkes, die Identität einer Gemeinschaft, die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Das Königreich Kotam Kulam ruht noch immer unter dem Meer. Aber sein Lied ist noch immer zu hören. Auf den Wellen, im Wind. Auf den Lippen der Menschen. Es sagt: Erinnert euch. Vergesst nicht. Wir waren hier. Bis zu dem Tag, an dem das Meer sein Geheimnis preisgibt.